Heute schauen wir uns Quicksearch an. Quicksearch kann nämlich wesentlich mehr, als ich euch am Anfang gezeigt habe. Mit Quicksearch könnt ihr sehr schnell im Monitoring bestimmte Hosts und Services finden. Und dort gibt es ein paar Tricks, die sehr, sehr cool sind, wo man nämlich sehr genau sagen kann, was man sehen will. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal ein Beispiel. Was ihr vielleicht schon kennt, ist, dass man im Quicksearch einfach irgendwelche Hostnamen eintippen kann, zum Beispiel db. Und dann sehe ich meine 4 Server, die mit db anfangen. Oder ich kann einfach hier Enter drücken. Dann komme ich nicht zu einem, sondern ich komme eben zu allen Treffern auf einmal. Hätte ich hier einen ausgewählt, dann sehe ich eben nur den einen bzw. dem seine Services. Das ist eigentlich schon nichts Neues. Was ihr jetzt aber machen könnt, ist, hier gibt es bestimmte Kürzel. Ich kann zum Beispiel sagen, ich suche auf dem Host, H-Doppelpunkt schreibe ich jetzt, db, auf irgendwelchen Hosts, die mit db anfangen, suche ich nach Services, S-Doppelpunkt, die mit CPU anfangen. Entweder kann ich jetzt wieder aus der Liste welche auswählen, wenn ich einen ganz bestimmt suche, oder ich drücke einfach Enter, dann kriege ich genau diese Suche. Übrigens könnt ihr auch, wenn ihr hier oben auf die Lupe geht, diese Suche nochmal sehen. Hier steht eben, Hostname fängt mit db an und Service mit CPU. Das könnt ihr auch hier nochmal ändern, verfeinern und erweitern. Es gibt noch mehr solche Kürzel. Ich kann zum Beispiel nach bestimmten IP-Adressen suchen. Ich kann suchen alle Hosts, die mit der IP-Adresse 10 anfangen. Das ist auch eine Möglichkeit. Im letzten Video hatten wir Host- und Servicegruppen angelegt. Ich kann sagen, ich suche eine ganz bestimmte Hostgruppe. Das ist dann HG-Test. Und wenn ich möchte, kann ich in der Hostgruppe noch sagen, ich möchte da den Service sehen, der mit CPU anfängt. Oder wähle ich mir einen aus oder ich nehme einfach alle. Entsprechend gibt es ja auch SG für Servicegruppe. Da hatten wir auch eine Gruppe angelegt. Kann ich einfach hier sehr schnell abrufen. Und was auch geht, ist das sogenannte Alias. Ihr könnt bei jedem Host ein Alias vergeben. Die Alias sind natürlich jetzt hier die gleichen wie die Hostnamen. Wenn ihr aber mal in die Hostverwaltung reingeht, gehen wir mal zu irgendeinem Host, zum Beispiel hier zum DB Server 1, kann ich bei den Basic Settings beim Alias einen alternativen Namen angeben. Zum Beispiel Database Warehouse North, sagen wir mal als Beispiel. Also wirklich einen zusätzlichen Namen. Und wenn ich das jetzt hier aktiviere, dann kann ich eben in der Quick Search auch nach solchen ganz gezielt nach dem Alias suchen. Ja, und damit habt ihr doch eine Menge Möglichkeiten, sehr schnell auf eure Daten zuzugreifen. Probiert es einfach aus. Im Handbuch findet ihr nochmal die komplette Tabelle von allen möglichen Kürzeln oder hier auch im Video eingeblendet. Und ja, ich hoffe, das ist euer Leben ein bisschen vereinfacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.